So, was geht ab, Jens? Willkommen zurück zum nächsten Livestream von Red Dead Redemption 1. Die Abenteuer von John Marston gehen weiter, die wir beim letzten Mal ja angefangen haben. Und zwar wurde John darauf angesetzt von der Regierung, dass die alten Leute von der Vanderlinde-Bande erledigt werden sollen. Er wahrscheinlich selber auch. So, und Bill Williamson, der hat sich jetzt so verschanzt, dass wir nicht an ihn rankommen. Bei der ersten Begegnung nach mehreren Jahren hat er auf uns geschossen. Er versteckt sich hier in Fort Mercer. Aber um da ranzukommen, hat Nigel Dickens vorgeschlagen, dass wir es wie bei einem trojanischen Pferd machen. So, und genau das werden wir auch tun. Wir haben inzwischen Seth kennengelernt. Der alte Grabschänder. Dem wir geholfen haben, einen Schatz zu finden, was dann letzten Endes ein Glasauge gewesen ist. Danach haben wir Irish kennengelernt, der uns geholfen hat, an ein Maschinengewehr zu kommen. So, und heute, naja, sieht es aus, als ob West Dickens nochmal unsere Hilfe braucht für irgendwas, aber wir hoffen, dass der bald soweit ist, dass wir in Fort Mercer rankommen. So, dann würde ich sagen, wir werden jetzt erstmal zu West Dickens hinreiten. Fremde Missionen haben wir hier auch gerade nicht, sondern nur die Hauptstory gerade. Ja, vielleicht passiert dann noch ein zufälliges Ereignis. Aber, eine fremde Mission fällt mir noch ein, die liegt hier gleich auf dem Weg. Let's go. Yeah. Hier irgendwo rechts ist. Ah, hier. Genau, da ist das Fragezeichen und da ist irgendeine Person. Ich weiß auch nicht, ob die uns auch kennt oder was sie von uns will. Fragen wir einfach mal. Oh, guten Tag. Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh, y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east. So, man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but old Coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Ja, vielleicht mal das. Besuche das Plaisance-Haus nordwestlich von Armadillo. Und den Typen sollen wir zum Verkauf bewegen, okay.
ist das? Wasser und Ehrlichkeit heißt das. Ja komm, machen wir das Essen noch. Das war ein bisschen hin und her gereiht, aber wir wollen ja noch ein bisschen was von dem Spiel sehen. Irgendjemand schießt sich schon wieder. Schon wieder so einer, der irgendeinen Schatz hat. Oh, my pleasure. Ehre plus 50. Oder reitet einfach weg. Und danke wäre auch nett gewesen. Sorry, partner. Ich bin froh sein, dass ich den gerettet habe. So, 511 Leute. Also so gesehen sind wir schon ziemlich reich. Wenn man das von dieser damaligen Zeit aus betrachtet. Whoa there. Come on. Let's go. So, also wo ist dieser Typ? Ah, da ist das. Okay. Hallo. Ich wollte mal mit Ihnen reden. Darf ich Ihnen vielleicht unser neuestes Produkt empfehlen? I didn't know anyone lived out here. Whoa! Alter! Now you can't rob the place now, can you? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends, friend. We all need friends, old-timer. We die alone, but we live among men. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want this land? I guess I just like the scenery. Well, I don't know. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. Although I never could stand the people down there. No, sir. Okay. Make up your mind. I Bezahl ain't für got all die day. Besitzurkunde oder nimm sie mit Gewalt. Also wenn ich ihn jetzt fessel, dann könnte ich sie so nehmen. Just get... Fessel. Ich fessel ihn. Oh, Ehre minus 100. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn jetzt losschneide. So, was hast du denn hier Schönes drinne? Ach, hier können wir hier können wir speichern und unser Outfit wechseln. Und jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Now stay still. Na los, verschwinde. Los, hau ab. Alter, kann nicht über Zäune steigen. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind, weil hier hatten wir einmal mit den
Sheriff eine Schießerei gehabt. Also wir haben den Sheriff geholfen. So, und jetzt muss ich noch zu ihm zurückkehren und ihm die Besitzurkunde geben. Ich hätte ihm natürlich auch $200 geben können, aber warum sollte ich das nur tun? Nee, nixer. Der hätte von mir keinen $200 bekommen. Hi. So. Also, wie ist der McAllister? Wahrscheinlich hast du gerade von hier aus alles beobachtet, ne? Well, howdy. You got the deed? Yep. Here it is. Yeah. Oh, there's blood on this deed, Marston. I didn't tell you to kill the poor old man. Ich hab den nicht umgebracht. Here, take the money. That old bastard's got a son living up in Blackwater, so I'd be real careful not to publicize this sale too much. Unless killing entire families is a pleasure of yours, of course. Good luck with the property, McAllister. Yeah. Lord have mercy. Aber ich hab den überhaupt gar nicht umgebracht. Ich frage mich allerdings, wo das Blut herkommt. Okay, mal sehen. Da haben wir noch eine fremde Person. Machen wir erstmal ein bisschen fremde Person, bevor wir zu West Dickens gehen. Oh, guten Tag. Everything all right, madam? It's Miss. Hi, Wanderer. Oh, Schön, dass du let me reinschaust. look at you. My gentleman caller. You remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Ja, ist in Well, Ordnung. I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, Alles klar. please, sir. Dann finden wir den mal. I'll see what I can do. Oh. He must still be in Armadillo. Would you go look for him? Schau mal.
Mal gucken, ich lasse mir auch immer noch durch den Kopf gehen, ob ich irgendwann wieder ein paar Let's Play Videos mache. So, also hier im Saloon befindet er sich, hat sie gesagt. Ach nö. Eigentlich habe ich kein Interesse an einem Duell. Lead the way. Come on then. Best get this over with and kill you good. You picked a scrap you don't want to see the end of. Cornelius Wolfi. Du hast es da angenommen. Drücke X, um das Tutorial zu überspringen. Nee, das werde ich nicht machen. Also eigentlich besteht der Trick bloß darin, dass ich schneller zielen muss als er. Oh, dafür haben wir jetzt diese komische Fremde und Freaks-Aufgabe verloren. Alles klar. Gut, dann müssen wir warten, bis er wieder da ist, aber ich werde jetzt hier nicht wirklich abwarten. Ich rate jetzt zu West Dickens, dann machen wir weiter mit der Hauptstory. Let's go. Ich frage mich bloß, was will West Dickens jetzt noch von uns? Wahrscheinlich müssen wir ihm wieder dabei helfen, irgendwelches komisches Zeug zu verpicken. Wildes Pferd. Ich will doch gar nichts von dir. War auch irgendein zufälliges Ereignis war das, aber ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Ah, da vorne ist schon unser Ziel. Nancy Glenview. Ja, hier wird Öl abgepumpt. Nehme ich an. So, da steht schon wieder eine Verkaufsstation. Ja, also dürfen wir West Dickens tatsächlich wieder dabei helfen, irgendetwas an die Leute anzudrehen. Also, was ist denn diesmal? Mr. Marston, sir. John Marston.
Mr. Marston, don't be so childish. Come on, sir, I implore you. Okay. So I made a few innocent mistakes when last we met. But my plan is still sound. Together we can conquer, if not the world, then certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor? You read my mind. I can only deduce you've been taking my tonic, sir, as instructed. It can give the most ordinary of intelligences a remarkable insight. I'll give you insight. I'll show you what your guts look like. Please, sir, this show of petulance is nothing short of embarrassing. Think for a moment, sir. Think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. Sir, I am about to do something which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act for you. But, sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. Fair enough. Oh, good, sir. Come, and let's go visit some of our fine friends in the other oil business we have here in Plainview. These men need all the help they can get. Also, dasselbe Zeug wie bei dieser Ranch soll hier verkauft werden. Mischig unter die Menge, bis die Show beginnt. So, dasselbe Spielchen macht er jetzt nochmal. Ladies and gentlemen, gather round, gather round. My friends, are you ready to change your lives forever? I have something truly extraordinary to show you today. Friends, hardworking souls of Plainview, do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurological, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article which cures headache, neuralgia, toothache, earache, backache. Well, This man is a fucking charlatan. He just got done swindling us down at Cho Springs with this song and dance. I say we tar and feather him right now. I say we shoot the I bastard. think it's time we take our business elsewhere. I apologize if science is not your forte. Good day, one and all. Wettengeld werden wir verfolgt. Du bist schuld. Looks like we've been scuppered. Let's get out of here. I'll drive, you ride shotgun. Let's go, my boy. I think we've outstayed our welcome here. Das hast du echt super gemacht. Na, schön. Well done! Noch. Fine shot, my boy! Waren das alle? Nee. Wir verfolgen uns denn jetzt so viel auf einmal? Good shot! Wie viele Personen standen da noch nicht mal? Sure is lucky you came along as you did. Lucky for who? Ich bin nur, dass sie mit... That's it! dass sie irgendwo mit Dynamit stehen. Well, it looks like the global expansion of your West Dickens elixir might have come a cropper. Nonsense. Just another bump on the science rocky road. You can still run away! I bet Bruce Pasteur didn't have to deal with this shit. Ignorant hillbillies. I don't know. I'd say they're pretty astute. Look, they've got the road blocked up ahead. You're supposed to be protecting me! Excellent job! Wie war das nochmal mit dem Dynamit? Wait a second!
For a man of the people, you sure ain't very popular. Verteidigen Sie die Kutsche und Westdickens Pferd. Ja, so wie der Pferd, Bro. Stay alert. I'm not Muss sure ich we're von out denen of the woods gerettet yet. werden, ey. Maybe you need to think about a change of career. I will never give up my science, Scout. Boah, so viele Leute, die wir looten können, aber ich glaube, How die sind can nach these dieser Mission nicht mehr people da. harbor such bitterness? Well, I ain't surprised. That tonic I drank at Ridgewood went through me like a dose of salt. You know you're gonna die, right? Alter, haben die jetzt mal eben den gesamten Bezirk hier Bescheid gesagt, oder was? Here they come! Keep your eye out, John. Sonst noch die... Da irgendwo kommen noch welche. Alter, wir sind gleich in Tumble. Die haben auf jeden Fall den ganzen Bezirk Bescheid gegeben. For the love of God, they're still coming! We made it, John. There's Quinniseca up ahead. Well, that was a little hairy. Thank you, my dear boy. You saved the day again. It always impresses me with the speed with which a group of men can turn from passive sheep into murderous wolves. I'm impressed with how you nearly got us killed back there. Yes, perhaps we should shelve the tonics business for a period. Let's say we try our hand at racing again. There's a meet at Rathskeller. You're trying my patience, Mr. West Dickens. Well, I'm sorry, dear boy, but I'm only an aging vendor of exotic elixirs, not the bloody U.S. cavalry. And forgive me if matters take some time to prepare. Schon wieder ein Rennen. Ah. Ich will kein Rennen machen. Der Shopper zieht auch langsam meine Geduld. Warte mal, wo war ein Ratskellerfork? Da. Da oben ist das. Okay, also einen anderen Auftraggeber haben wir gerade nicht, also müssen wir mit ihnen weitermachen. Mr. West Dickens! Ah, Mr. Marston. How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready then? Yes, sir. Nearly, sir. Very nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my old Trojan horse here. You what? Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage, to turn a simple tradesman's vehicle into something more
subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now I know that you ride very well. So come, sir, to Rathskeller Fork. Let's go, my dear boy. I'll show you the way. Bleib stehen, ich komm mit dir. So, also, ab nach So Rathskeller how Fork. are you, John? Okay, all things considered. Hopefully we can get through today without running into another army of your satisfied customers. Onwards and upwards. I refuse to let the blind stupidity of the proletariat derail my calling in life. Nothing blind about it. I'd say they saw right through you. Before knowledge comes doubt, my dear boy. Everybody knows you're as crooked as a dog's hind leg, Wes Dickens. I resent that invocation, John. I wasn't implying. I was telling. If you're such a successful businessman, what are you doing living in a cave? Delightful and Dickensian, isn't it? If you say so. Are you familiar with the concept of philanthropy, John? I'm surprised you are. Oh, I don't do any of this for myself, John. I hope you realize that. It's been quite a ride, John, hasn't it? We haven't gone that far. No, I mean us. Ridgewood Farm, Gaptooth Creek, Plainview. We make quite a team, you and me. Brains and brawn. We should consider a more permanent partnership. This partnership ends as soon as I have Bill Williamson. I appreciate your help, but I've just about had it with all your schemes. You need to realize what's at stake here. I know, John, I know. Just win this race and we'll be ready. I give you my word. Okay, das hoffe ich für dich, dass wir denn bereit sind. There's Rathskeller Fork up ahead. So, mal sehen, wie wird denn das Rennen sein? Müssen wir unser eigenes Rennen oder wird es wieder so sein mit solchen kleinen Kutschen? Besorgt ein Pferd für das Rennen. Ja, mal sehen, ob wir es mit unserem schaffen. Ja. Stell dich an der Startposition auf. Gentlemen, this will be a fair race. No shooting, stabbing, cliff pushing, rock Okay, throwing, faires Rennen. cactus grinding, neck lassoing, setting fires, or other acts that causes a rider to unfairly lose his weight or bleed heavily or black out. Get yourselves ready. Set. Go! Come on. Look at that tenderfoot. Jetzt muss ich wieder auf die Ausdauer von meinem Pferd achten. Aber eigentlich dürfte das gar nicht so schwer sein, weil man muss ja bloß auf den Weg bleiben, damit eine höhere Geschwindigkeit rauskommt. So bin ich erstmal ganz vorne. Wer gibt es denn eine Stelle, wo ich abkürzen kann? Einfach nur mal abwechseln, ein bisschen Sporen geben, ein bisschen nachlassen. Die Ausdauer wieder füllen. So,
Vorsprung ist ja ganz gut. Ich glaube, jetzt geht es sogar schon wieder zurück. Unten lang. Let's go. Ja, die holen langsam wieder auf. Generation ist aber auch im Müll. Aber wir sind gleich da. Jetzt noch mal ein bisschen Ausdauer sammeln und dann beim Schlusspunkt nochmal durchziehen. Und wir haben es geschafft. He came, he saw, he conquered. What a fantastic spectacle, John. Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right. Yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Quite a team we've assembled, don't you think? A bunco, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Echt. Was soll da noch schief gehen? Ein Quacksalber, ein Grabräuber und ein Irre. Was soll da großartig schief gehen? So, wo ist denn... Achso. Marshall Jonas. Ach stimmt, der hilft uns ja. Ja, dann können wir es jetzt... Dann können wir es jetzt an sich eigentlich angehen. Der Überfall auf Fort Mercer und hoffen wir, dass wir Bill Williamson erwischen. Ich fand schon in Red Dead Redemption 1, in Red Dead Redemption 2 fand ich schon, dass er ein Idiot ist. Dass ich West Dickens danach erstmal nie wiedersehen muss, ey. Alter, ist der. Das ist eine Erhöhung, vor allen Dingen. Hätte er wirklich ein Wunderheilmittel verkauft, dann hätte er schon längst das Geld gehabt, um seine Kutsche umzubauen. Hätten wir uns das mit den ganzen Pferderennen ersparen können. Willkommen zurück, Mike. Und ich glaube, du kommst genau rechtzeitig, wo wir jetzt endlich den Überfall auf Fort Mercer machen. So, da ist es, Fort Mercer.
Oh. Easy. Wurde gerade von irgendeinem Raubtier verfolgt. Okay, also. Bill Williamson. Er muss dafür bezahlen, dass er uns angeschossen hat. Überfall auf Fort Mercer. John? Marshal? Gentlemen! It's time. We must go. Why? What's happening? Seth has managed to get himself inside. Ja, Seth. But we can't Der leave it ist ja too erstmal am long, or they will Rumtanzen. soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Dieses Bild mit den allen wäre gerade ein perfektes Thumbnail gewesen, aber ich habe jetzt Ensconce vergessen, den yourself Auslöser in the zu back of my drücken. wagon, John, so that we can make our grand entrance. Come on. Let's go! Jo, die gute Gatling Gun. All right, good. Now just stay put till I tell you otherwise. That scoundrel Seth had better not let us down. Once we're inside and I've lulled our adversaries into a false sense of security with some beguiling sales patter, I will give you the signal. What signal? The moment you hear a sharp rap on the side of the wagon, rise like the phoenix and start shooting like you've never shot before. This is it, my dear boy. A moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest with you, John, I'm a little jittery. John? John? It reeks of miracles back here. Thank God. I'll be ready with that machine gun, my dear boy. I'll be a sitting duck in there. Hey there! Come on in! Come on in! Welcome to my humble abode! Come on! Ja, das ist eine Frage, die ich mir damals schon in Red Dead Redemption 2 gestellt Greetings, habe. my good men. Ich glaube, da gibt es eine Antwort drauf, wann die Gatling Gun erfunden wurde. Und wann das mit dem Wilden Westen eigentlich geendet I hat. could teach you to fly. What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible, yes, once, but no more. Gentlemen, I bring you wisdom from the East. I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the far reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. And for you men of physical skill and athletic physique, this miraculous elixir can keep the muscles supple and relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Why, some men have reported to me that after drinking it for 1 month, they can chew through steel. Ich weiß schon, warum ich von denen niemals was kaufen würde. Solange wie der über das Produkt redet. Ja, es ist eine Falle.
thought we were friends! Come on there, you sons of bitches! So, also, wo ist Bill Williamson? I'm never making it out of here! Alles klar, die wollen nicht mit mir reden. Fucking dang pig! Them cocksucking son bitches escaped the other side of the fort! All right, let's go. Come on, let's go! I'll just talk to you along. Okay, dann schnappen wir uns mal den Rest. So, achso, ich muss bei dem bleiben. Ja, sonst schadet wieder die Mission. I think my work here is done. Godspeed, gentlemen. I can't take much more of this. Ja, bis dann. US Dickens, hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Come here, Bill! So, Bill Williamson, wo bist du? When are you sending the men out to fight? An Deputy ist ja, toll. Davon schaltet die Mission auch? Okay, das wusste ich nicht. Alter, was seid denn ihr für Deputies? I think my work here is done. Godspeed, gentlemen. I bid you farewell. Damn! Too close! Also, Now what are you gonna do? also, wo ist Bill Williamson? Okay, also ihr seid nicht sehr kooperativ. Ach, nee, ich kann da nicht runterspringen. I think that's most of them, boys. Come on, let's Ich könnte da schon runterspringen, aber erstens passiert genau das und zweitens zieht das ein bisschen an mein That's the Leben. last of them. We still can't find Williamson anywhere. Hey, it's the snake oil guy! Gentlemen, let me in, for goodness sake. That fool must be hiding. Men, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering! A sense of urgency here, please. Open the gate! It's the snake oil guy! Get the goddamn gate open and lock it behind him! Oh, we've got company, gentlemen. These scoundrels have got reinforcements riding this way. Oh my good lord above! There must be 100 of them! Ach, da kommt noch mehr. Ist auf jeden Fall Bill Williamson mit bei. Ich bezweifle es. Haben wir noch die Gatling? Ah, Tatsache, die haben wir noch. Okay, ich sag schon mal, es tut mir sehr leid, wenn ich ein paar Pferde mit erwischen sollte. Die haben noch eine eigene Gatling gehabt. So,
auch ein paar. Erste Welle geschafft. So waren das alle. Bill ain't here. We looked everywhere. Hold on! Oh, darn, I missed it. Mr. Marston, we got a live one. He says, Bill's already run off to Mexico yesterday morning. You'll never get him. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Oh. Where in Mexico? How should I know? Oh! Where in Mexico, you little shit? Someplace near Chuparosa, I think he said. That's bandit country. Chupa-feckin' Rosa? Well, I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. I'll just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet, peace-loving people with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshall? All right, boys. That's enough. Okay, also... Klasse. Dann geht es für uns jetzt nach Mexiko. Also packt eure Sachen, wir reisen nach Mexiko. Unbegrenzte Möglichkeiten. Trophäe erhalten. So, hier liegen jetzt noch die ganzen Leichen, die ich noch plündern kann. What have we got here? Das dürfte interessant werden. Javier Escuela, den haben wir auch schon in Red Dead Redemption 2 gesehen. Das war der, mit dem wir da am Lagerfeuer so ein bisschen gesungen haben, als wir da ein bisschen gefeiert haben. Er hat ja schön die Gitarre gespielt. Oh Mann, ey, wie konnte er sich nur so verändern? Ja. Fort Mercer wird aber nochmal eine Teilrolle in dem DLC spielen. Okay, mehr Leichen sind hier nicht. Dann. Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Genau, das machen wir nochmal alle. Und dann geht es rüber nach Mexiko. Oh, da wartet er. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass wir uns damit immer mehr der Halbzeit des Spiels nähern.
Okay, aber wehe, es kommt jemand, während wir da rüberreisen, dass er auf einmal auf die Toilette muss. Nee, vergiss es. Lass mich. Ich hab nur... Ja, dahinter haben nämlich welche gewartet. Deswegen auf diesen billigen Trick falle ich doch nicht rein. Das ist auch etwas, was ich niemals vergessen habe. Von den zufälligen Ereignissen. Jetzt werden wir auch noch von Wolf verfolgt. Super. Na, wenn... Ich denke mal... Wir können mal kurz auf die Karte gucken. In Red Dead Redemption 1, da ist ja der Teil hier hinten noch mit bei. Also, der geht ja noch ziemlich weit. Und hier oben die Grizzlies sind ja auch in Red Dead Redemption 2 mit bei. Ich denke mal, hätte sich Rockstar Games da noch mehr Zeit genommen, dann hätten sie auch in den zweiten Teil hier Mexiko noch mit dazu packen können. Das geht von hier hinten hier bis hierhin. Also diese gestrichelte Linie ist die Spielgrenze. So, und jetzt muss man sich überlegen von... wir sind gerade in den Teil New Austin. Und der kam in Red Dead Redemption 2 mit dazu. Also ist die Karte in Red Dead Redemption 2 doppelt so groß wie die hier. Und ich bin ja schon echt auf GTA 6 gespannt. Wie groß diese Karte sein wird. Das wäre natürlich ein Ding, wenn sie aus sämtlichen GTA-Teilen da etwas in die Karte einbauen. Dann wäre die Karte unvorstellbar groß. Whittlebosch Trail. So, dann. Yes, well, that's what makes you such an interesting fellow, Mr. Irish. Ah, Mr. Marston, I've come to wish you well. How are you, sir? I'm okay. It seems that our friend Mr. Irish here is well connected south of the border. Oh, it's true. They love me down there. It's like a second home. I've got more friends than you could shake a stick at, should you so desire. So you know the way? Oh, it's easy. We just get on me raft here and let the current sweep us away to paradise. Das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt. I'm not sure your idea of paradise and mine are quite the same, Irish. Relax, we'll have a great time and Der hat we'll nicht find your ernsthaft man gesagt, dass Williamson, no bother. wir jetzt ins Paradies fahren. I hope so. Hey, come on now. Look at it this way. I know we ain't exactly old pals, but, you know, have I ever done you wrong? No, but not through lack of trying. Hey! Well, you boys have fun down there. I shall miss you, John Marston. Thank you. Where are you headed? Oh, me? Oh, London or Paris or maybe Peking. I'm a traveling man, sir. This land is much too small for the likes of me. Well, try not to get yourself killed. Oh, well, yes, we men of science are not a very loved bunch in this land of myth and superstition. I'm off to the civilized world where men like myself are revered and given medals. Have fun. The same to you, sir. The same to you. So, können wir denn los? Nice of you to turn up for once, Irish. What do you mean? In usual fashion, you conveniently missed all the action at Fort Mercer.
So, man fährt das sich jetzt zurück, oder was? Toll. And it felt ill-mannered not to get reacquainted with him. At least you got your priorities straight. You know me, Johnny boy. I'll be late to my own funeral. They say God invented whiskey to stop the Irish from ruling the world. Shite, somebody does it like this. Too many of them. Cut the rope. We'll drift downriver. Oh my good lord. Guess I got up tomorrow. Warum hast du denn das Seil gelöst? We'll ride the river out. No point trying to land till we're well away from these bastards. Hey, there's more ammunition in the box at the back of the raft. Damn, now, Oh, da oben. Und da oben sehe ich eine Burg. For Christ's sake, Johnny, shoot the sons of bitches. Da scheint jetzt auf den Burgmauern einige Kanonen stehen. So, also so wird man hier in Mexiko begrüßt. Toll. Welcome to Mexico, Johnny boy. Makes Austin look like Buckingham Palace. Look out for us, you fell around the horse. Okay, aber wer kennt's nicht? Du kannst nicht nach Mexiko rein, wenn du dir nicht erst noch eine Kugel eingefangen hast. Come on! I've seen tough nursemaid! Get the hell away from me! So, waren das alle? Ain't you got some peckers to be sucking? Oh nein, die werfen mit Dynamit. For the love of God! I wish du bist schuld. Heads up! More of them up on the cliff to the left! You must be taking up another Irish fella! We're gonna leave this in a box! This ain't exactly the reception I... Dass man nicht Bill Williamsons Männer sind. Kill these ungrateful bastards, Marston! What the hell did you do to these fellas? I recall it was something... Ja, der ist schon geflogen. Das passiert, wenn man mit Dynamit rumspielt. Dann legt man eben mal so eine Flugeinlage ein. Okay, also ich habe gerade schon gesehen, das Pferd ist ja gerade runtergefallen und da die Pferde hier nicht schwimmen können, führt das unweigerlich zum Tod. Aber ich weiß auch nicht, warum es da unbedingt runterrennen musste. Ich könnte auch mit Dynamit rumwerfen. Fourth time your so-called friends have nearly got me killed. I thought you said they loved you over here. They do. At least the lassies do. Ja, das ist richtig, Pferde können schwimmen, aber hier in Red Dead Redemption 1, da hat man das rausgelassen. Now there's a drink as would take the frost out of a frosty morning. Oh, you're gonna have some fun. Das ist nämlich das Problem, weil sonst hätten wir den Fluss auch locker mit dem Pferd überqueren können, wenn die daran damals gedacht hätten. Down here they call me El Rato, the cat, on account of me stealth and cunning. I'm pretty sure Rato means rat, my friend. I like it though.
A little more inventive than Irish. Well, you Americans never were very creative with your use of language, was you, John Marston? They're still coming! Behind that big rock! Ach, da kommt noch mehr! Super! Oh my good lord! I haven't stepped foot in this country and they're already trying to kill me. Well, you will insist on recognizing with the notorious Trooper. Also, wenn schon das seine Familie ist, dann muss ich mich auch fragen, warum die uns töten will. Da muss sie ja irgendwas falsch gemacht haben. Die anscheinend nicht. So, waren das alle? Nobody shoots the Irish in lives. They're on top of the cliff, Marston. Ja, ich sehe sie. Kill these outrageous bastards, Marston. I see you. Not bad. Das war meine einzige Möglichkeit, die mich gerettet hat jetzt. So, haben wir noch mehr Munition? Ja. For the love of God! Over there! Sakes alive! Alter! What's the word for cunt in Spanish? You tell me. You must have been called it a few times. Bloody Nara! Und noch mehr. Alter! Irish, wie viele Feinde hast du dir denn gemacht? Ich bin gleich tot. Vor allem, wenn das so weitergeht. So much for your damn connections, Irish. I told you they knew me in Mexico, didn't I? There! Too close! Look up, Bill! They're on Oder aber ich wollte zufällig eine Dynamit-Kiste erwischen. I simply can't have Alter, Irish, wie lange hast du dir eigentlich überlegt, dass wir auf diesen Fluss rumfahren? I'll miss these escapades, Johnny boy, I really will. I doubt you'll remember any of it, Irish. I see that. The Alter. should put us ashore up ahead. Ein Glück, wir sind da. Heads up! There's two Oh, more! und da kommt noch mehr. Alter. We made it, thank the Lord. Jetzt sind wir da. I'm glad to be getting out of that floating death trap. So, und wer weiß, wie weit wir von Super Rosa entfernt sind. Oh, these horses look fresher and healthy. Before you degrade these poor fools any further, tell me where I'm headed. Of course, of course. Let me think. You do know people down here, aside from your friends who welcomed us on the way. Yes, I think so. I was real drunk last time I was here, John. You know how it is. I met an American guy, saw him shoot a man, drank with him in the village of Chuparosa. Funny guy. Or was that Canada? No, that was Canada. Guy here, not funny, but he's real nice. Failing that, you could try the provincial governor, Colonel something or other, some Spanish name. He's based out of Escalera. I played three-chord stud with him. Or was it four-chord Monty? I forget. He was a real nice chap.
Or maybe he was a real bastard. He was real drunk last time, John. Kannst du nicht... Well, thanks a lot for your help. Ja, vielen Dank für die Hilfe, let me aber... guess. You gotta be on gehen. your way. The famed hospitality isn't what it once was, and I've never been known to overstay me welcome. So off I go to greener pastures. Good luck, John. You're an angry and a fat, ugly man, but not a bad one. Ja, danke für das Kompliment. So. Also, wir müssen jetzt nach Chuparosa. Das ist... Oh, gute Frage. Das ist, glaube ich, hier. Ich kann keinen Wegpunkt setzen. Achso, weil die Mission ja noch nicht abgeschlossen ist. So, jetzt. So, also, auf geht's nach Chuparosa. Ja. Und da haben wir auch gleich 2 Auftragsgeber. Oh, und ich bin wieder still. Ich mach das Mikro aus. Step in front of a runaway train, just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to blur aside. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating mess. Step in front of a runaway train,
Ja, ich wusste nicht mehr, wie lang der Radweg ist, deswegen habe ich da gerade ein bisschen langsamer gemacht. So, aber davon ist es auch schon super rosa. Ich finde es aber toll, was für Lieder die da eingebaut haben in diesem Spiel. Oh, da haben wir auch gleich ein Kreuz. So, was haben wir jetzt? Die Tragödie eines Revolverhelden. Y les digo, de aquí para acá, chinguen a su madre. Cállese, güey. Y de aquí para acá, son pendejos. ¡Eh, gringo! ¿Hablas español? No, sir. Pardon, pero yo habla un solo poquito español. ¿Habla English? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Sí. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Hablo little piece of shit. ¿Comprende, amigo? ¿Comprende? Hey, what are you doing here, gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did, amigo. I mean you no harm. You mean us no harm? This is funny. What harm could you do to us exactly? Nothing, amigo. Now, I appreciate the welcome committee, but I'd hate to spoil a beautiful afternoon on such beautiful land with any further unpleasantries. Now, if you'll excuse me. Hold it, gringo. I think you're forgetting something. A little taxation. I have a large family. Very big. I too have a family, friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. Can I see the boots, gringo? I think you can see them from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, Americano. As you wish. Ja. Ihr wurdet vorgewarnt. Oh, very good. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. An illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants. Thank you very much, sir. Don't mention it, old man. You kill peasants, you become a peasant. I never aspired to be anything more. A socialist, huh? No wonder you left America. I'm many things. Most of them bad. But a man of political principles? No. Well, then I fear Mexico may not be for you, sir. Don't you worry about me. Oh, but I do worry. An angry man a long way from home, a man who handles a gun as sloppy as you. I can handle a gun okay, partner. Yeah, as long as you're killing quail or peasants. But if you have to face another man, you don't stand a chance. And you do? Can show you a few tricks. Come with me. Hold on. What's your name? That doesn't matter anymore. And you? I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. A real American, huh? Wonderful. Just wonderful. Ich glaube, der Typ war mal ein berühmter Revolverheld. Well, you won't make it in the circus, but you can shoot. Keep on practicing. Thank you, old man. Now, who are you? No one interesting. Who are you? Alter. Landon Ricketts. Not a name that means much anymore.
Means a little. You were famous when I was a boy. Yeah, killing men's a strange kind of fame. I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here? Living quietly. Waiting. For what? I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Bill Williamson, Javier Escuela. Escuela's from here. It could be. This whole place is teeming with Americans on the run. Mercenaries, locals hell-bent on revolution. Revolution? Another one? Yeah. Never really ends. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Just like the last 2 or 3. Local government, foul bunch. Colonel Allende, he runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Is that so? Yeah. Until someone puts a bullet in his head. Come on, let's get back to it. You gotta keep that back straight. Otherwise it makes the gun jump. See if this Schofield makes a difference. Now that's a real gun. Aktiviere Dead Eye. Malísimo! ¡Disparas como una niña! Let's try one more time. Remember what I told you. Achso, stimmt, ich muss ja die Ziele markieren. Well done. Now that wasn't so hard, was it? Come on, I've got another idea. Folge Ricketts. The birds around here are always raising hell, scavenging and scaring the life out of the locals. I say we put your newfound skills to the test while doing a public service for the good people of Chuparosa. Here will do. I'm gonna scare up some birds. Let's see if you can take down more than one at a time. Okay. Nicely done, sir. You've been taught well. I'd have to say I'm surprised you heard of Landon Ricketts. I would have thought an old goat like me would have been long forgotten by now. I heard many a story when I was a boy. Still do sometimes. What, these days? I find that hard to believe. What do people say? Oh, you know how them conversations go. Fellers arguing over who's the toughest, who's the fastest, and who shot people in the back. I'd place good money on me still being the fastest. Ay, Señor Ricketts! Señor Ricketts! Was ist denn jetzt los? Senor Ricketts, por favor, senor. Our back wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, senor. Again, you are the savior of this town. Well, my friend, are you ready to take a less theoretical exam? Sure. I don't think I ever rode with no savior before. Come on, these people need me. Theoretische Prüfung, hat er gesagt. Okay, also irgendwie hat sich das Pferd, was wir drüben hatten, hierhin teleportiert. Oder ist es das hier? Mann, die sehen wir da auch gleich aus. So, also eine Postkutsche wird angegriffen. Ja. Oder ein Geldtransporter. There they are. Follow me. Pues toma! Ah ja. That was too close to my liking. Leg die Banditos um. So, jetzt kann ich das Data benutzen, um den Geist zu nehmen. Achso. Gracias a Dios. Me salvaron la vida. Keep your eyes peeled. These bandits don't give up easily.
Okay, also kommen uns dann noch weg hinterher. I can see you haven't lost your touch, Landon. Nobody said I had. You talked real big for a boy who couldn't shoot straight a half hour ago. And you talk big for an old man who can't stand up straight no more. You're a long way from being a Landon Ricketts partner. Young, old, or otherwise. All those stories you heard as a boy were true, you know. What the hell? Give him hell. Und der versteckt sich dahinter. Slow down. You're dead, friend. Looks like that's all of them. Come on, let's keep moving. So much for this quiet life of yours, Mr. Ricketts. Gut, ich wollte zwar nicht auf die Laternen schießen, aber der hat es von selbst gemacht alles. They've been beaten down for too long. I give them some hope. They don't know how lucky they are. Damn right they don't. My sarcastic little apprentice. Das ist auch noch genau vor der Stadt, ey. Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call things about even. Oh, ich nehme auch gerne einen Whisky. Come on. Ja, wir kaufen uns hier die Immobilie. Können wir hier wenigstens speichern. Hola, ¿cómo le va? Hey, come on. So, was wollten ihr dafür? 200, okay. So, ich will gerne speichern. So, also was machen die denn hier? Poker spielen, wie es aussieht. I already got myself a woman, miss. Wo ist der Barkeeper? Hallo, kommt hier auch mal jemand? Alter. General Sánchez va a visitar Nuevo Paraíso el mes que viene. Tja, da habe ich gedacht, ich könnte mir jetzt einen Drink genehmigen. Nö, darf ich nicht. Gut, dann machen wir weiter. Muy interesante. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier Señor Escuela? Is Javier to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, the Stabacon, Grande Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman, a teacher, a human being, not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? Man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going.
You can take the train with me or ride yourself. Makes no odds to me. Okay, also... El Matadero. Ist auch eine ganz schöne Reise. So, und da wir mitten in einer Mission sind, können wir... I've been hearing some things about you, John Marston. Really? That perhaps you're more in need of my help than I thought. Is that so? That some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Wir fahren mal mit ihm einen Zug mit. Vielleicht reden die beiden ja noch miteinander ein bisschen. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrugada and ride from there. Okay, die reden doch nicht miteinander, also kann ich die Fahrt noch überspringen. You rest, don't worry about me. I'm too old for sleep. I'll wake you when we get there. Ich bin zu alt zum Schlafen? Da ist keine weiteren Fragen. There should be some horses for us across the way. Okay, jetzt müssen wir noch auf ihn warten und... All right, let's head to El Matadero and see what they know about Luisa. Okay. We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. We'll ask around when we get there, but we don't want to draw attention. See if you can keep your gun holstered for once. You're the hero around here, Mr. Ricketts, not me. What does the army want with this Luisa girl anyway? She's a rebel, and apparently close to their leader, Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason enough for Allende. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Ja, irgendwie schon. All right, let's find this Carlos guy. Ah, hier haben wir wieder mal den schön abgehangenen Schinken hängen. Carlos. See? Oi, das sind ja ordentliche We're here for Stücke, Luisa. ey. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. Ja, das sind wirklich ordentliche... Das sind wirklich ordentliche Scheiben. Können wir uns die noch mal kurz ansehen? Also so ein großes Stück als Steak und... Ich würde es vielleicht kaufen. Wenn es denn noch gut ist.
Das sind Soldaten. Aber hoffentlich nicht von der mexikanischen Armee. Hey, hola. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¿No puedes estar aquí? Hace calor hoy. Bien bochornoso, ¿verdad? No lo voy a decir otra vez. ¡No puedes estar aquí! Oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Pinche campesino de mierda. Te voy a colgar al lado de tus cerdos. Váyanse al infierno, traidores. Well, I say we've waited long enough. Hätten die dann nicht wenigstens noch eine Übersetzung hinmachen können? The entrance is down this way. Bei uns Soldaten sind wir trotzdem drin. Where are they all coming from? Stay with me. If you've laid a finger on her... Drop that bastard, Marston. Get up here, Marston. Jetzt will ich nur gerne wissen, auf was sie hier graben. My lord. Gold. I'll kill you all. You cowards make me sick. Diamanten glaube ich nicht. Das ist nicht, dass in Mexiko eine Diamantenmine gibt. Looks like we might need a little dynamite to get it open. Oder überhaupt Keep watch Diamanten while I get it vorkommen. ready. Okay, ich gebe dir Feuerschutz. Währenddessen kannst du das aufspringen. Toma, Pillow! Genau vor die Schläfe gehalten. All right, get back behind that table. Okay, geh in Deckung. Stand back, damn it! Here goes. Und für diese eine Tür hast du so viele Dynamitstangen gebraucht. Come on, boy. Poor girl's barely alive. Right, let's see if we can all get out of here in one piece. Okay, ich gehe voraus. Imbécil! Estas balas lo dejarán inválido. Seh dich. Du kannst dich nicht verstecken. Well, this sure is pleasant. Marston, come on. This is our chance. Ja, komm. What the hell? Ja, ich glaube, die Tür aufgetreten wäre sinnvoller gewesen, als die Tür aufzusprengen. Vor allen Dingen, sie hätte von den Schrapnellen auch erwischt werden können. Die da beiden stehen. Whoa! Let's go before any more of them show up. Ja, ich muss hier jetzt hinterherlaufen oder was? Keep going. Also, ich mach das schon. So viel Aufwand für eine Person? Oh Mann, ey. Are you crazy? You think we're gonna walk out of here? Was du wartest da einfach.
Ja, komm ruhig her. Da wartet der nächste. If you don't stop that, you ain't gonna live! Yeah! Put your gun down, friend! Ah, da sind noch mehr. So, wo bist du? Oh, die haben jetzt sogar ein kleines Lager gehabt. Ja! Wirklich so ein Aufwand für eine einzige Frau? Was hat sie denn verbrochen? Warte auf Carlos. Come on! Work! Whoa! Achso. Den. Gracias a Dios. Thank you for saving me. You're good men. Friends of the people of this land. Was someone named Harvey Escuela one of the men holding you? No, I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Gut, dann wissen wir schon mal, dass Javier Escuela das Land nicht verlassen hat. Aber wer weiß, wann das soweit ist. So, Ruhm 75. Und Ehre plus 50. Nicht mehr viel und wir haben die Ehre voll. Gut, also zu wem geht's denn als nächstes? Also wir können mit Landon Wickets noch weiter. Ja, komm, wir machen mit denen noch weiter. Arbeiten wir jetzt den ab und dann kommt die Santa dran. Ja, ich finde das. Soll ich den? Ich helfe dir mal. Oh. Ich wusste nicht, dass das Gesetzeshüter sind. Ehre plus 100 nochmal bekommen. Aber ich habe echt nicht gewusst, dass es Gesetzeshüter sind. Vor allen Dingen habe ich kein Kopfgeld gekriegt. Also ich würde sagen, das haben sie eigentlich richtig gut hier gemacht. Mit diesen ganzen Felsen hier und wie die Landschaft hier aussieht. Wirklich richtig gut gemacht. Ich bin mal gespannt, was für Nebensachen wegen GTA 6 machen werden und vor allen Dingen wie der Online-Modus aussehen wird. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, ein Livestream vom Online-Modus
Aber mal gucken. Vielleicht kann man sich ja auch so ein eigenes Unternehmen wie den jetzigen GTA Online aufbauen. Hier haben sie damals mit der Weitsicht gute Arbeit geleistet. Ich meine, von hier aus, gut, jetzt blendet die Sonne ein bisschen, aber von hier aus sieht man schon super rosa wieder aus der Entfernung. So, bin ich mal gespannt, was für eine Mission der gute Wicked für uns als nächstes hat. Let's go. Wir können ja auch die Bahnstrecke entlang gerade in die führt sowieso daran vorbei. Let's go. Mit wie viel Bit? KBS liegt bei 6137 momentan. Wieso? Bevor ich mit denen rede, will ich aber erstmal an die Bar. Ja, ich glaube, das liegt am Spiel, weil wie gesagt, die Grafik ist nicht wirklich erneuert. Mann, das ist eine Grafik von 2013 noch. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Very Und well, das Spiel zwar gerade auf der PS5, aber es ist eine PS4-Version von damals. Marston, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herm. Deswegen, damals gab es auch schon so ein I'll keep playing you bisschen in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you so ein happy. bisschen Probleme Yes, I mit shall, Nachlader-Textur. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay then, gentlemen. Na mach schon! Oder entweder das oder es liegt so ein bisschen an der Capture Card, aber ich überlege sowieso, ob ich mir von Elgato eine Capture Card hole. Muss ich halt ein paar 100 Euro investieren, aber was soll's. Wobei die geht auch bloß bis 60 FPS. Immer noch. So, jetzt spielen wir eine Runde Poker. Mr. Ricketts. I'll be watching you. I call. Nothing like a game of poker to warm the Müller geht soul. auf 10. Gut, ihr könnt jetzt die Hilfe überspringen, weil teilweise sollte fast jeder wissen, wie man Poker spielt. Okay, also ich habe ein Ass und eine 10. Dann mal gucken, was bei den Gemeinschaftskarten rauskommt. Ich erhöhe auf 20. No, thank you. I fold. Look at that. A little beginner's luck. Mr. Marston, I hope you realize you're in the presence of one of the keenest German minds in all of Mexico. Boah, das habe ich gerade gar nicht im Kopf.
You know what I always say, Muller. If you find yourself in a hole, best to stop digging. Was waren das? 16.000, glaube ich? Interesting. Ich erhöhe. Now fold. Fold! Weiß ich, also in Fallout 4 hatte ich die Probleme nicht gehabt. You fucking cheat! Was ist denn jetzt los? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller, let's calm down. There must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany. Calm yourself down. Oh, yeah, you know exactly what you did. Oh, so der ist auch noch ein Yeah, I know Deutscher. exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend. Okay, also jeder zieht auf jeden. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Okay. Dann machen wir mal. A duel is all about unser time. zweites Duell in diesem If you Part. pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate. What are you waiting for, coward? As soon as he draws... Okay, besiege Müller. I'll show you what happens to filthy cheats. Ich habe überhaupt nicht geschummelt. Vielleicht hast du bei mir in die Karten geschaut. Old Muller always did play his cards too early. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Oh, das ist ja gut. Your health. You, the man they call Marston, see? You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do you, Marston? Peleamos ahora, We fight now. Okay. Careful, Marston. Fremde Person. Ayúdame, Erledigen Sie die alguien. fremde Person, ohne die Geisel zu töten. No puede ser. Also, ich mach das schon. No merezco esto. My lord! Hui, direkt in den Schutz. Natürlich. Come on, smoke these bastards. Put them all down, partner. Das geht schnell. Glück in der Liebe. We heißt really die aren't Mission. making any friends today. Find some cover. Echt ein merkwürdiger Missionstag. Nobody believes you're alive. Well, partner, I think we can safely say this poker game is over. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Nee, irgendwie nicht.
Ach, so ein Ärger. Da wollte man mal ein bisschen Poker spielen. Und dann taucht auf einmal so ein Typ auf, der sagt, wir haben geschummelt. Und muss mit uns so ein Duell anfangen. Te dejaré en pedazos. ¿Qué tal? You like money, americano? Sit down. Maybe you win. Was will der denn jetzt? Bueno, me voy. Hasta la próxima. Hasta luego. Me pones roja, señor. My wife would kill me. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt von mir wollte. Escucha lo que te digo. So, Habrá guerra en Barkeeper. Hombre, Also. bienvenido a mi cantina. Gib mir mal deinen besten Tequila her. Si encuentro este cabrón con mi mujer, voy a romper su cara. So. Hablan de un precio de la Ja, cabeza de capitán de das war so ein harter Tag. Ich nehme mir gleich mal noch einen. su orden. Dicen que hay gente buscando tesoro en dedos torcidos. Están robando viajeros en las montañas de Hendidura. Ich glaube, hier war es mit dem Betrunkensein sogar noch einfacher. Gut, aber dafür sieht es in Red Dead Redemption 2 wiederum besser aus. Mit leicht verschwommenen Bildschirmen. So. Keep him coming. Bueno, Ja, gib nochmal einen her. pedido. So, ich nehme noch einen. Oh. Dicen que Capitán de Santa duerme con Und der mexikanische Zug. Hey, Gringo. Ich taumel betrunken in die Mr. Mission Ricketts, rein. come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Warte, noch eine? Ich hab doch gerade... Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You lived the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Ah ja, der Raubüberfall in Red Dead Redemption 2. Already had me a Wo wir woman. den Zug überfallen Got me a haben. farm. Then I got me more trouble. Sure. I've been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. To your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Please sit down. You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking.
Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. ¿Cómo está usted? Let's head for Escalera. Mucho mal y conjuraciones en primero quebrada. Nadie es más rápido que yo. ¿Cómo te va? Gut, dann wollen wir mal ein paar Leute befreien. Begleite Lander. Ich will fast schon immer Lando sagen. Louisa was pretty shaken up. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Melinde seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Rick. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived a charmed life. You see that? Prison wagons. That must be them. This is our chance. See if you can take control of that first wagon. Wenige. These men aren't guilty. Ja, bevor ich den Fahrer erledige, muss ich erstmal die Begleitung hier erledigen. Ich wollte eigentlich kurz zurückziehen und ich werde trotzdem getroffen. Ja, der mexikanische Zug. Look, it's an army convoy. I think I see the prisoners in those wagons. Come on! See if you can take control of that first wagon. Gut, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Also sehen wir mal, was in späterer Zukunft eine kugelsichere Weste ausmacht. This is our chance. See if you can take control of that first wagon. Yeah. Let's go. We're taking these prisoners. Bringen die Gefangenen nach Amerika. Ah, okay, jetzt. Ich auch schon da. Ich glaube, das ist die letzte Mission, die ich mit denen habe.
hatte ich auch gar nicht vorgehabt. Ich hatte nicht vorgehabt, anzuhalten. Okay, jetzt schon. Aber willst du hin? Glaubt ihr echt, das hilft, wenn ihr die Brücke im Brand sitzt? Da sind wir. Wieder zurück in Amerika. Now, we'll handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. Wahrscheinlich habe ich geschummelt, wie beim Pokerspielen vorhin. Habe ich ja so, angeblich in die Karten gekommen. So. So. Jetzt haben wir nur noch die Santa. Oh nein. Nein, hau ab. So, schon allein deswegen ist es nicht schlau, dass sie sich immer mit Geheul ankündigen. So, jetzt haben wir ein bisschen Wolfsfleisch, Wolfspelz. Das können wir alles verkaufen. Ja. So, dann reiten wir jetzt wieder zurück nach Mexiko, um diesen Santa zu sprechen. Nee. Ich nehme nicht mehr mit, wenn das nicht auch mal eine Falle ist. So, also, was der Ricketts noch gesagt hat. Oh, aber hier hinten. Also, was der Ricketts noch gesagt hat, ist, dass hier wohl ein Krieg herrscht. Zwischen der mexikanischen Armee und irgendwelchen Freiheitskämpfern. Die
die für die Freiheit von Mexiko kämpfen. Bin ich mal gespannt, wie Javier da drin verwickelt ist. Ah ja, da oben. Da oben ist schon die Stadt, wo wir hin müssen. Und wir dürfen auch alle gespannt sein, wie das denn in dem DLC hier aussehen wird. Also wirklich verändert wird sich die Umgebung nicht, aber wie die ganzen Städte so aussehen, ob die sich verändern, werden wir alles in den DLC sehen. So, Escalera. So, da ist auch gleich eine Immobilie, die ich kaufen kann. Come on, easy up now. Yeah. So, was wollt ihr da? 150. Gut, für so eine billige Immobilie sind $150 fair. Ich meine, ich wünschte, so viel würde man mal in unserer Welt für ein Haus bezahlen können. Nur 150 Euro und du hast eine komplette Eigentumswohnung. Vielleicht noch ein bisschen eingerichtet, aber das wär mal richtig cool. So, okay, da sehe ich schon wieder Soldaten. Und mal gucken, wie dieser Auftrag hier heißt. Zivilisation und Preis. What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, gringo? I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? You come to my country, my poor little country, and you think you can be friends with the president? No, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax! Relax! How you? Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's armed to the teeth? Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo! Alter, du bist jetzt, als ob das mit ihm gehört. And then we'll talk. My name is Capitan Vicente de Santa. John Marston. My country is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroy a way of life. I'm no politician, sir. And I am no soldier, tequila. But we are both beholding to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir.
I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So it would seem. You heard anything of these men? I am the government, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly, you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the Coronel will help you. Okay. Vámonos! You can take your horse or ride on the wagon. Ich fahre mit Desanta. Vielleicht erzählt er mir ja noch irgendwas Interessantes. Fahren mit Desanta nach Chuparosa. Oh, von daher komme ich doch vor. It's a long ride to Chuparosa. You did not expect such a warm welcome from the Mexican army, I can see. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words that the peasants have been taught. But do not understand meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Like a papagayo? You just repeat lies you heard. Baby. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of 1,000,000 problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this, and I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better, to pull your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Okay, but who are these outlaws you hunt? This Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williamson's a fella I used to know, and Javier Escuela, well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of the past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor. And we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Colonel Allende for long. This rebellion, it is a disease. It is killing this country. Don't the people have the right to stand up for themselves? The right? The right! Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. I'm just saying there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid.
And like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Who's this man we're looking for? The leader of the rebels? Abraham Reyes? He's a traitor, a liar, a coward and a sinner, a hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcón giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. It's not far now. Are you ready? Ready for what? Bereit. We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Barrosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. But there are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Steige auf. The train is waiting. Steige auf ein Pferd. Ach, jetzt kann ich mir irgendein Pferd hier nehmen, okay. Follow me. Folge des Hunter zum Zug. Ja! Der ist doch gleich hier vorne. There is a train. We must escort it to Casa Madrugada. Okay, also jetzt geben wir jetzt den Zuggeleitschutz. Also ich sehe noch keine Gefahr. Let's go! Vielleicht wird es ja ganz entspannt. ¡Los rebeldes! ¡Al fuego! Mexikaner, die den Zug überfahren wollen. Inwiefern wollen die mit normalen Kugeln die Lokomotive beschädigen? Wenn die mit Dynamit kommen, dann ja. Damit kannst du die Lok beschädigen, aber sonst dürfen sowas dann nicht gehen. They're coming from the south! Come on!
Also der Santa. Jedenfalls. Und dann gefragt, wie weit müssen wir noch? Ja. Oh nein, jetzt sollen wir das nochmal machen. Folge den Zug. Kann ich mich nicht auf den Zug draufsetzen? Das wäre viel einfacher, wenn ich auf den zweiten Waggon wäre. Wenn auch was bringt, wenn ich ein bisschen vorausreite. Oder ob die Mission scheitert, ich weiß den heißt, du hast sie zu weit von der Lok entfernt. Auf mit, was war das, Molotow-Cocktail, auf damit zu werfen. Ja. Jetzt kommt aber aus dem Norden. Die Typen sind eigentlich für mich teilweise nur Munitionsverschwendung. Gut, jetzt kann ich mich bei zwei von den Typen fragen, die ja gerade reingeritten sind, wie kann man nur so dämlich sein? Sind da reingeritten und wurden von der Glocke erwischt.
Leute schieben hier schon wieder Panik. Ja, die schieben wirklich wieder Panik. Todo bien, compadre? You did a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. Alter, ey, wirklich? Anstatt zu schießen? Levántese, perezoso, que le estoy pagando. Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. Yeah. ¡Todavía levántese! ¡Usted también! Y allá atrás, muévase. ¿Qué le pasa a usted? ¡Ay, Dios mío, levántese! ¡Ya mismo! Ja, toll. Ich muss den Zug aufhalten und er bleibt da und fängt sich den Kopf zu. Wie gesagt, die Frage, die ich mir stelle, warum hat dieser eine Soldat nicht geschossen? Anstatt dessen rennt er panisch zu uns und sagt, der Zug wurde entführt. Ganz schön knapp von Marston. So, und jetzt sind wir hier mitten in der Pampa. Toll. Also, die eine Mission haben wir hier und dann haben wir noch eine weitere mit DeSanta. Luisa. Ich glaube, bei diesen alten Lokomotiven war es noch so, dass die Waggons keine Bremsen hatten. So, da sieht man mal wieder, was man in der heutigen Zeit von Luft- und Hydraulikbremsen eigentlich hat. Und da mal, wenn man damit so eine Notbremsung einleiten will, muss ja einfach bloß der Zufluss gestoppt werden. Ja gut, ich weiß zwar nicht, wie weit das damals in Esche der geholfen hätte, ob der Zug denn die Brücke nicht erwischt hätte, aber das ist ein anderes Thema und da haben auch einige andere Faktoren mit reingespielt. So, also der DeSanta sagt also, er ist für eine Rebellion. Warte, ich gucke jetzt hier vorne bei diesem kleinen Dorf, ob da eine Postkutsche ist. Keine Lust, den ganzen Weg wieder zurückzureiten.
Ah, zum Glück ist sie da. There is room, gringo. Machen wir erstmal mit De Santa weiter und dann... No hay problema. ¿A dónde vamos? Jo, bring mich mal nach... Escalera. Give me the Escalera. You can rest. I will tell you when we arrive. I need a rest. See you again sometime. So. Also, Desante, ich würde jetzt gerne mit den Colonel sprechen. Ich glaube, als erstes gehe ich mal in den Waffenladen und gucken, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Das muss ja sein. Bienvenido. Let me know if I can help. Rücksmacher. So, was hast du? Ah, hier, Patronengurt. I see you know your guns. Überlebenskünstlerkarte. Zeigt alle Kräuter in der näheren Umgebung für 20 Minuten auf der Karte an. Ich wollte das gar nicht kaufen. So. Die semi-automatische Pistole. 150 semi-automatische Schrotflinte. ¿Cómo estás? So, ich kann ja noch ein bisschen was verkaufen. Hier. $12 nur fürs Fleisch, Alter. As you like. Oh, aber $150 kriege ich für das Gold, was wir damals da gefunden haben. My weapons are the mejores en escalera. Munition für Sprenggewehr. Das wird noch lustig. So, dann gib mir einmal noch hier Munition fürs Gewehr und dann war's das. Thank you for visiting my tienda. Every time Allende comes to my tienda, I am so proud. Gut, dann hat den langen Weg außen rum. Ach, die Tür. Ich wusste gar nicht, dass John Marston auch noch ein Jedi ist, der ohne was zu machen die Tür öffnen kann. Maricón! ¡Me das asco! Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito sin vergüenza. ¿Qué diablos es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. Friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice. Nothing more. Your politics are
Ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. They see only a tyrant. That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force, force, must be used if you're to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. I sent some men ahead. We will meet them there. Ich würde gerne mal wissen, mit was über was er mit denen diskutiert hat. Come on. So, das I sind finally met your great leader. He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men preening and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in case you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance and is impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. My men left some time ago. We're already late. Come on, let's see if you can ride. Can you go any faster? Oh, jetzt will auch noch ein Rennen mit mir. Go. You surprised me, Gringo. Ach, du trittst ja aber gegen jemanden an, der schon 2 von 3 Rennen gewonnen hat. Entschuldigung, 2 von 4. Ach, das ist, glaube ich, kein Rennen mehr geben. Come on. Es wären ja 3 von 4 gewesen, aber damals hat uns ja die gute Miss McFarlane. My men are dead. The rebels will all die. If they're alive, they have failed me, and the rebels will all die. So, I guess we ain't taking any prisoners then. Traitors must be made to suffer. Shown that we will not tolerate the rebellion any longer. They're animals. Slaughter them accordingly. So, wir sind... Oh, es geht hier schon richtig los. ¡Santa! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Octavio, por favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. So, wenn ihr die Tür aufmacht, dann wäre ich soweit.
Ach, der oben wurde schon erwischt. Okay. Ich weiß nicht, wofür ihr diesen kleinen Ort hier haben wollt, aber... Die werden schon irgendwelche Gründe haben. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich... Jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Schaden nehme. Das liegt nämlich daran, dass die auch eine doppelläufige Schrotflinte nutzen. Schon wissen aus Fallout 4, überhaupt Schrotflinten sind aus direkter Nähe zu 100% wirkungsvoll. ¡Para la gloria, compadres! ¡Órale! So. Oh, ja, ich komme gleich. Ich werde hier nur noch ein bisschen Geld und Muni mitnehmen. Das brauchen die nicht mehr. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? John, you're helping Mexico. ¡Vámonos, muchachos! ¡Buen trabajo! Okay, und wie helfe ich? Wie helfe ich Mexiko, indem ich hier die Häuser abbrenne? It is time to finish what we started. No me hagas repetir, Venga, let's do it quickly. I want to go home. Wo liegt denn? Ach, da. Feuerflasche. Hat sie sich nicht einfach Molotow genannt? Hurry! I do not want to be here any more than you do. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Zum Sieg angespornt. All right, let's see. Okay, ich weiß nicht, ob ich diese Typen, die gegen die Rebellen kämpfen, mögen soll oder ob ich die hassen soll. Andererseits haben wir aber keine andere Wahl, wenn wir Javier und Bill finden wollen.
So, dann machen wir gleich mal weiter mit der nächsten Aufgabe von Santa. Und diesmal sind wir nicht so weit weg. Ja. Schöne Stille in der Nacht. Gut, das hier war wenigstens noch eine Zeit, wo man richtig viele Sterne sehen konnte. Heutzutage ist es etwas schwieriger. Let's go. Dann will ich mal sehen, was du gleich mit uns vorhast. Ja. Da sind wir auch schon. Nur noch so hochreiten und dann geht es los mit der nächsten Mission. Kommt zwischen 7 Uhr... Alter. Kommt zwischen 7 Uhr morgens und 10 Uhr abends wieder. John! Was soll das? Das Runterrutschen war toll, aber die Landung war Müll. Gut, dann speichern wir einmal. Dann sollte es schon wieder Tag sein. Wie spät haben wir es jetzt? 6 Uhr. Für eine Stunde müssen wir uns noch hinlegen. So, dann. Leere Versprechungen. Was ist denn jetzt los? Wo wollt ihr hin? Mr. Marston, ride with us. We've been betrayed. What's happened? There's no time. Ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. I have men waiting for us. Just outside Escalera. Vamos. Warte zum Konvoi. Whoa. What's the hurry, DeSanta? Where we go? Von wem wurden wir verraten? Fahrer als Beifahrer. Wozu muss ich jetzt auf das Pferd steigen? Alter. Dicen que hay cientos de hombres apostados a Torquemada. Creo que somos muy pocos. Captain Espinosa has set a camp at the base of the mesa. We will join forces with him there. Fahren Sie nach Torquemada. Ich denke mal, das sind nur ausgedachte Namen. So, der hat uns nicht mehr zu erzählen, dann können wir überspringen. Wake up! We're drawing near to Torquemada.
schätze mal, das ist... Keep your eye Das out. ist da oben. I have a bad feeling about this. Rebels, hold them off! We're not far from the So, camp. hast du direkt richtig gelegen. You must be the big a-hole that keep hearing about. Behind us! Kill those Mit dem cabrones! komischen Gefühl, meine ich jetzt. Okay, Schande über mich. Ich hab schon wieder einen fetten Headshot gegeben. Let's see what messed that idiot. War zwar ungewollt, aber Schande. See that deranged captain at Tesoro Azul? Is he leading this attack? Leading? Espinosa does not lead anything. I thought you was the same rank. He is an angry dog we let out to run sometimes. That is all. I'm in charge here. Follow me. We will lead the wagon here. Wird doch schon geschossen. ¿Y dónde carajo están los otros que necesitamos? ¡Nos van a masacrar con estos pocos! Rebeldes que tú y tus hombres se habían encargado nos atacaron. Ten cuidado con ese tono de voz. Marston, come on. Ignore the stupid English. Shut your mouth, office boy! Gringo, take that sniper rifle over there. We have men's work to do. Nimm das Runde in den Block. Naja, das ist schön. Gutes Scharfschützengewehr. That is all of them. Follow me. The men need help at the blockade. ¡Una brecha! ¡No les dejen pasar! ¡Baboso! ¡Traidor! ¡I thought we were friends! Ich nehme mal ein Gewehr. Mal zusehen, dass ich gleich die ganze die ganze Munition hier gleich mitnehmen. Ja, lauft ihr schon mal voraus. Ich sammle hier noch. Munition, Geld, alles was ich zum Leben brauche. Ja, weil ich hier vielleicht noch sammle? Habe ich gerade eben nur gesagt. ¡Por Dios! Zieh mit der Armee zu den Ruinen. You take the snipers. We can hold off the rest. ¡Ya están todos los francotiradores! ¡Vamos! Immer versuchen abzuhauen. ¡Vamos! ¡No podemos fallar! Leute locken uns in der Falle. Can I have this? Who do you think you're messing with? Wait! Stay with the group! Avancen a las próximas Warte, ruinas! Sie bleiben Sie bei der Gruppe, ey.
So langsam wie ihr seid. ¡Rebeldes! ¡Disparen a matar! You ain't out long! Chuck! ¡Despeño a los traidores! ¡Destrúyanlos a todos! The name is John Marston, gentlemen, and I'm afraid you're dead. You bunch of schoolgirls! Was ist das nochmal? Sein Name ist schon Marston. ¡Adelante! ¿Quién me Wir cura? alle hier Englisch verstehen. ¡Kill them, gringo! So, okay, Leute, weiter vorrücken. Ja, ich muss ein bisschen ausfahren. Sure is a lot of them. Also, ich bin wirklich enttäuscht von euch hier. Super Daten. Ich muss hier alles machen und ihr helft mir nicht mal. Cover me! I told you I want no one nice. La victoria es nuestra, soldados. Ustedes son todos héroes. Hombre, lo que sea, mujer. Amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. My man and I will finish our business here, and we could talk back at Escalera. The next time I see you, I need some Alter, seid ihr answers, ehrenlos. Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Alter, der nächste... Alter, der nächste Quacksalber, der uns nur hinhält. Eine Postkutsche haben wir hier. Gut, dann fahren wir mit der Postkutsche gleich wieder nach Escalera. Und dann hoffe ich mal, dass wir ein paar Antworten kriegen.
Alter. Erst Nigel West Dickens, der uns die ganze Zeit hinhält. Jetzt dieser, wie soll ich sagen, Idiot, der uns die ganze Zeit hinhält. Also entweder arbeitet er mit Javier und Will Williamson zusammen oder er will uns keine Informationen geben, weil er überhaupt nichts weiß. Außerdem war das ziemlich ehrenlos, was sie gemacht haben. Anstatt die gefangen zu nehmen, wird da einer nach den anderen hingestellt und umgeschossen. Ist auch nicht, das ist wahrscheinlich wieder so eine Falle. So, und da hat man gerade eben gesehen, dass da die Kojoten gerade genau vor mir respawned sind. Das ist aber... Ja, das ist halt die alte Grafik. Das ist halt die alte Grafik von 2013. Da hat man es tatsächlich einige Male so gehabt, dass vorne auf einmal irgendwelche Personen aufploppen. Deswegen, also ich glaube mal, Red Dead Redemption 1 ist nur ein weiterer Platzhalter für GTA 6. Dass wir uns erstmal mit diesem Spiel beschäftigen, obwohl das Spiel nicht wirklich lang ist, damit uns das die Wartezeit auf GTA 6 verkürzt. Where to, Senor? Ja, hier nach Escalera. Escalera, please. You sleep. I will wake you when we get there. Ah, ich überspringe die fast. So, muss ich wieder bis zum nächsten Morgen warten oder kann ich gleich mit denen reden? Ich glaube, ich muss wieder bis zum nächsten Morgen warten. Also erledigen wir das gleich und legen uns erstmal schlafen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er uns diesmal hinhalten will. Der mexikanische Ándeles lindas, sin patrióticas. Dale, que ustedes son putas y lo saben. Por favor, no me obligas. Oh, mi amor, nadie te está obligando a hacer nada. Solamente quiero que animes al hombre que va a salvar a tu padre. ¿Tú quieres a tu padre, cierto que sí, linda? ¿Ah? What's going on here, Captain DeSanta? Just a little recruitment. Nothing for you to be concerned about. You boys using women soldiers now? Our costumes are none of your concern. Apparently not. ¡Santo mariconcito! ¿Me encontraste algunas chicas? Ay, mamacita, ¿dónde has estado toda mi vida? Ven, ven, mujeres. Ay, me gusta. These two patriots were keen to make your acquaintance, the Coronel. Fantastic. I love patriots. Hey, Sergeant Marston, you here to fight the war? And we shall make a patriot of you yet. I hope so. Any word of those men? Oh, yes. I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, El Coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you serve Mexico
in her fight against forces that would destroy our society. How much you offering? 20,000 pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuella. Okay, then. Mexico loves you, Mr. Marston. She has a funny way of showing it. 20.000. Hurry! Okay, We alles must klar. 20.000 Pesos und die Informationen. So, jetzt muss man nur 20.000 Pesos in US-Dollar umrechnen. So it looks like it is me and you again, gringo. And there was me, thinking my dance card was full. What do you mean? Just that it's a pleasure to see such a noble patriot at work. Your sarcasm is childish and pathetic. This is an important assignment. Our orders are to deliver these munitions to Chuparosa. They will help to finally crush the rebels. I hate to break it to you, Captain, but I think you're gonna need a lot more than this. I know. Most of the supplies are already in Chuparosa. We will deliver them all by train to our base camp in 10 Coronas. Our forces are close to establishing control in that region. Okay. Ringo! Ringo, are you listening to me? Nein. Does it seem quiet to you? I don't know. You tell me. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? ¡Rebeldes! ¡Mátenlos! Ich weiß nicht, weil auch von der zurückgeblieben ist. ¡Traidores de tierra! Alter, konzentriert. Ah, da ist es. I think that is all of it. Buen hecho, padre. That was close. I don't know. This doesn't feel right to me. We're on our way to escort a train through rebel-held country. An ambush feels about right to me. ¡Soldado! ¿Quién eres? ¿Cuál escuadrón? Somos nuevos reclutas, capitán. Es nuestra primera asignación. I knew I had not seen these men before. They are new recruits. In Escalera, people have been talking about the rebels planning a large attack. If these supplies are so important, why have we been given so few soldiers? Don't ask me. You're the captain. I thought you were supposed to be fearless. I am fearless, but not brainless. There is something wrong. I feel it. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had praised my actions in Torquemada and called me a hero. He asked for me to be given this important assignment. It's another ambush! Enemigo! You can still run away! Ja, vielleicht wollten die dich auch nur loswerden. Is that our train? Yes, it seems to be on schedule. At least one thing is going right for us. I agree. We ain't off to a good start. You shoot well, gringo. Tell me something. What is your weapon of choice? We are close to Chuparosa now. I still have a bad feeling about this. Tell me, why are you here? What did they promise you? 20,000 pesos in Javier Escuela. That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. I'm giving you no reason not to trust me. You must understand why we are suspicious of you. Most American vigilantes come here to help the rebels. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you.
How many times do I have to say this? Call it what you want, gringo. We are exchanging favors then. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for him. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and, of course, you come. Ja, wer würde davon nicht kommen? Frauen und Gold. Here we are at last. Soldados, abordamos el tren. Folge den Captain. Ach, ich wette, ich bin mal wieder derjenige, der an die Minigun muss oder an die Gatling Gun. I do not think we have seen the last of the rebels. New recruits can't win a fight like this. I need you to man the Gatling gun. I ain't the soldier here, Captain. Do not question me, gringo. Just do as I say. ¡Ande! ¡Ojos abiertos! Get behind that gun. I am not taking any chances. I hope you know how to use that gun. Can't be that hard. Just point and pull the trigger. Por Dios! We will all be killed. Don't worry, Captain. I've used one of these before. For a cold-hearted killer, you're an anxious son of a bitch, ain't you? We have already been ambushed. Our squad is made up of new recruits and the two men that Santa hates the most. I think it is right to be anxious. Yeah, well, I wasn't exactly expecting a pleasant picnic by the seaside myself. Ach, ich habe schon ein angenehmes Picknick am Strand erwartet. Over there! It's the rebels! They best give me a sweater after this, I'm telling you. Hold them back! Keep them away from the steam engine! If they kill the engineers, we will fall. Naja, jetzt kommt sie auf der anderen Seite. Und Captain, warum schießt du eigentlich nicht? We are nearing the town! No pares el tren!
Nein, der bin auf den Zug gesprungen. Rebellen sind. Wieso haben die das denn nicht schon längst eingenommen hier alles? Ja, ich weiß nicht warum und was sie sich dabei gedacht haben, aber aus irgendeinem Grund haben die Gatling Guns in beiden Teilen unendlich Munition. Das ist, glaube ich, sogar die einzige unrealistische Sache hier, dass man unendlich Munition für diese Gatling Gun hat. I think that's all of it. We do not have far to go. The base camp is just at the top of the hill. That was madness. You did well, compadre. Very well. Whatever Allende promised you in return, you have earned it. I don't think the Santa expected us to come back from this. Did you want to kill him, or should I? No. Oder Till I find Escuela, he's more used to me alive. Das ist auch eine Vermutung. Wir haben hier schon das WLAN entdeckt, haben hier irgendwo weiter weg die Munition liegen und die Gatling Gun nimmt die ganze Munition über WLAN auf. We are lucky to be alive. Ja, irgendwie ist damit die Mission teilweise ein bisschen zu einfach. Senor Marston! Senor Marston, thank you for your efforts. The escort was a success. At least some of your men survived. I didn't think to survive myself. My whole life I have dreamed of a glorious death. Vamos! Rapido antes que nos ataquen otra vez. These socialist pigs cannot be allowed to win. Toll. Und für diesen ganzen Kampf kriege ich nur $75. Und dann kann ich die Gatling Gun noch nicht mal kaufen. So, wir haben noch Zeit. Also das war's jetzt erstmal mit dem ganzen Kram von Desanta, denn Let's go.
machen wir noch eine Mission bei Luisa. Also immer wenn ich diesen Namen sehe, muss ich so ein bisschen an Luisa aus Resident Evil 8 denken. Ja, und die ganzen Leichen, die hier eigentlich noch liegen müssen, sind auch alle weg. Wenn die Mission vorbei ist, sind die ganzen Leichen weg. Müssen wir irgendwelche vermissten Personen befinden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Nicht, was da gerade passiert ist, aber die werden schon irgendwie klarkommen. Vor allem ist ja die nächste Stadt schon gleich da vorne. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, hier habe ich noch kein einziges Fragezeichen gesehen. Also für eine Fremde- und Kriegsmission. Da ist es. Ach, da ist hier keine Chance. Campo Mirada. Was ist das hier? Ach komm. Wie spät haben wir's? Toll. Oh Mann, ey. Was haben wir denn hier? Eine Schupperosa ist in der Nähe. Gut, dann legen wir uns kurz hin, also 5 Uhr morgens. Da müssen wir halt eben noch ein bisschen die Zeit überspringen und dann jo, bis dann, Wanderer. Oh, ist ja auch schon 23:08 Uhr. Ja, die andere Mission mit Luisa machen wir noch.
Ach, da ist ein Fragezeichen. Toll, jetzt will ich lieber das mit Luisa machen. So, Uhrzeit. Ist noch nicht so weit. So, einmal legen wir uns noch mal hin und dann sollte es reichen. So, und ich glaube, ich habe gerade versehentlich ein Kaninchen überritten. Ja, man kann jetzt tatsächlich, also in beiden Teilen kann man tatsächlich kleine Tiere überreiten. In Red Dead Redemption 2 zählt das sogar noch zur Verbundenheit mit dazu. So. Pesa mucho. Está bien, mamá. Está bien. Señor Marston, mamá, papá, este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family is indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility's almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevar al puerto. Su barco sale al anochecer. No queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Oh, Dios, Miranda. Ten cuidado. Adiós. Te amo. My brother has given us his stagecoach. They are good horses. Faster! Ach, okay, ist auch die Postkutsche. Wie? Ich muss fahren. Oh nein, da läuft auch noch ein Timer. We do not have much time. Ja, ich komme schon. It is
not too far. I will show you the way. ¡Paren! Ach, die schon wieder, ey. Este camino está prohibido. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. ¡Disparen! ¡No le dejen escapar! ¡Aurelio! So, ich habe keine Zeit für euch. Geht weg. That wagon is going straight toward the soldiers. Hold them. We will have to find another way. This is a very bad idea. Give me the extra. Okay, also. Sie hat gesagt, die Revolution hat begonnen. Sieht wohl auch gerade danach aus. I will show you the way. We must be careful to avoid the army, or they will kill us both. Look, senor, more soldiers. Head right, head right. Cielos! Don't go around, you can make it! ¡Qué demonios! Einfach durch. I see more by the train tracks. Go to the right! How can they do this? We're going to lead them straight to the top! Gibt die Verbunderung zu den Loks. Another roadblock, senor! Take a left here! No aguanto más! Nur mit der Gatling-Gun. Go right! Stay left! Get rid of them! We're so close! Auch ein Gefangenentransport. Look! Over there! They are still here! Gracias a Dios! We made it in time! Thank you for everything. Will I see you when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. Maybe. You should get going. Travel safely. Ui, Alter, das haben wir geschafft. Und wir können hier auch abspeichern. So, und das ist nämlich perfekt, denn Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen
sagen Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Schaum muss rein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen. Ja, Leute, das war's mal wieder mit einem weiteren Livestream von Red Dead Redemption 1. Ich und ihr seid hoffentlich gespannt, wie es damit weitergeht, aber denk mal, das mache ich dann auch erst wieder am nächsten Sonntag. Mal gucken, wie es in der kommenden Woche weitergeht und womit. Jetzt, da die Capture Card erstmal wieder ordentlich funktioniert, hoffentlich geht es vielleicht sogar weiter mit Sly 4. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zum nächsten Livestream. Und ja, lasst noch ein Like da, das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.